Es macht momentan auch extrem Spaß, in der Truppe zu kicken, weil man einfach sieht, jeder ist für den anderen da, jeder kämpft und schmeißt sich rein, auch bei Spielen, wo es nicht so läuft. Trotzdem der Wille, die Leidenschaft, und ich denke, das macht uns momentan auch aus. Wer geglaubt hatte, dass nach dem Chelsea-Spiel und nach dem Derby jetzt der große Leistungsknick beim BVB folgt, der wurde gestern eindrucksvoll eines Besseren belehrt. 12-mal schoss der BVB aufs Kölner Tor, die Hälfte war drin. Und natürlich wollen wir mit euch nochmal auf dieses Fußballfest zurückblicken. Und das machen wir zusammen mit Marius Wolf, der in dieser Woche schon einmal Grund zum Jubeln hatte. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal, liebe Borussen, lehnt euch zurück und genießt 6-mal Ausrasten im Netradio. Malen in die Mitte. Und Tor! Und das ist Rafael Guerreiro! Und dann springt der Aller vor die Füße! Und der ist drin! Der Ball unter die Latte! Sebastian Aller! Guerreiro, Schuss und Tor! Wer ist es? Marco Reus in der 32. Minute! Daniel Malen. Und dann haut der Schwäbe sich den selber rein! Daniel Malen in der 36. Minute. Modaoud an die Latte. Sebastian Aller, Abpraller, Tor. Und der BVB wieder in der Strafraumkante. Marco Reus. 6:1, der nächste Doppeltorschütze. Er musste schon einige Rückschläge verkraften, doch nun ist Marius Wolf aus dem Team kaum mehr wegzudenken. Er spielt seit Wochen in bestechender Form, was auch dem Bundestrainer aufgefallen ist. Und nun ist Marius für die Nationalelf nominiert. Was das für ihn bedeutet und welche Eindrücke er vom Spiel gestern mitgenommen hat, das hat er mir im Interview verraten. Marius, der Spiegel hat geschrieben, der BVB hat sich gegen Köln in einen Rausch gespielt. Würdest du das unterschreiben? Absolut, aber ich denke, das ist dann unser verdienter Lohn, den wir von Anfang an uns erarbeitet haben, denke ich, so wie wir das Spiel angegangen sind, so wie wir das Spiel durchgezogen haben. Über die kompletten 90 Minuten war keine Phase dabei, wo wir uns in zurückliegenden Wochen vielleicht mal vorwerfen konnten, dass wir ein, zwei Phasen im Spiel hatten, wo wir nicht die Kontrolle hatten. Natürlich heißt es nicht immer mit Ballbesitz, aber ich denke, wir haben das komplett seriös und auch zu 100%, so wie wir es uns vorgenommen haben, zu Ende gespielt. Du hast die letzten Wochen angesprochen. War das genau die richtige Reaktion nach dem Spiel gegen Chelsea und gegen Schalke? Absolut. Wir wollten was machen, vor allen Dingen nach dem Derby, wo wir 2 Punkte verloren haben und wo wir sehr enttäuscht waren. Vor allen Dingen, dass wir nicht die 3 Punkte genommen haben, obwohl wir eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben. Das war heute, denke ich mal, unser Ding, wie wir ins Spiel reingegangen sind. Und das wollten wir einfach von Anfang bis zum Ende durchziehen. Für dich waren es nicht immer rosige Zeiten im BVB. Du hast Rückschläge auch erlebt. Jetzt hast du dich in die erste Elf zurückgekämpft, bist quasi unverzichtbar geworden. Was macht dich aktuell so stark? Ich denke, das müssen andere Leute entscheiden. Ich versuche einfach 100% zu geben, der Mannschaft zu helfen, egal auf welcher Position es ist. Und das habe ich mein Leben lang schon versucht. Momentan läuft es einfach gut. Wie ich schon oft gesagt habe, es macht momentan auch extrem Spaß, in der Truppe zu kicken, weil man einfach sieht, jeder ist für den anderen da, jeder kämpft und schmeißt sich rein, auch bei Spielen, wo es nicht so läuft. Trotzdem der Wille, die Leidenschaft, und ich denke, das macht uns momentan auch aus. Belohnt wird das auch durch einen Anruf von Hansi Flick. Wie glücklich bist du, dass du sogar in die Nationalelf berufen wurdest? Ja, ich denke, jeder Mensch würde sagen, oder jeder Fußballer, dass es ein unbeschreibliches Gefühl ist, dass man sich riesig freut natürlich. Und so ist es auch bei mir. Ich bin stolz auf mich, weil ich weiß, dass es meine Leistungen sind, die ich gezeigt habe. Und freue mich, bin glücklich und ja. Du hast ja auch für Köln gekickt. Hast du so ein bisschen Mitleid gehabt mit den ehemaligen Teamkollegen? Ja, ich muss sagen, ich hatte in Köln ein schönes Jahr. Auch wenn wir Relegation gespielt haben, habe ich mich sehr wohl gefühlt im Verein, auch von den Fans. Auch wenn nur Corona war, es waren nicht mal Fans im Stadion. Trotzdem hast du da so eine Unterstützung gefühlt und gespürt auch, was den Verein, denke ich, auch ausmacht. Und ich wünsche natürlich Köln auch alles Gute. Eine letzte Frage. Natürlich hat die Südtribüne von euch einen Sieg in München gefordert. Nach so einem Spiel wie gegen Köln, kann man dann mit dem nötigen Selbstbewusstsein nach München fahren? Absolut. Ich denke auch, das musst du. Sonst kannst du in München nichts holen. Wenn du Fußballer bist, auf dem Platz stehst, willst du gewinnen. Das wollen wir in München auch. Und wir haben jetzt Nationalmannschaft, einige Jungs. Und wenn wir zurückkommen, haben wir noch ein paar Tage Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Und dann fahren wir nach München und versuchen, alles rauszuhauen. Nicht nur Marius Wolf überzeugte, auch der Rest des Teams lieferte gegen Köln aber mal so richtig ab. Und das trotz einiger Ausfälle. Grund genug für Trainer Edin Terzic, nach dem Spiel ein Extralob auszusprechen. Die Jungs haben gut gearbeitet, sie haben nicht nachgelassen und sie hatten Spaß und Freude. Und das, was uns am meisten gefällt, ist,
Wir haben vor dem Spiel ja über ganz viele Ausfälle gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt, wenn man sich die Aufstellung anguckt, von heute vielleicht, wenn man einfach mal 3 Wochen zurückspult, da fehlten jetzt 4 von den Jungs, die ihr häufig dann erwähnt habt, weil sie absolut in Form waren. Und wir haben es immer wieder betont, dass wir angewiesen sind auf jeden Einzelnen. Und wenn man dann halt sieht, welche Energie wir haben im Training, wenn man sieht, wie sie bereit sind, füreinander da zu sein, auch wenn es mal schwer ist für den einen oder anderen, dann stimmt uns das sehr zuversichtlich und sehr positiv. Und heute sind dann Jungs reingekommen, die dann ihre Chance bekommen haben. Beispielsweise muss man da Mo Dahoud hervorheben, der keine einfache Zeit hat in den letzten Wochen, der dann jetzt, glaube ich, nach 7 Monaten das erste Mal in der Startelf wieder stand, nach seiner Verletzung. Und er hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Wie eben alle, die gestern gegen Köln auf dem Rasen standen. Und damit machen wir für heute den Deckel drauf. Jetzt 2 Wochen Länderspielpause und dann geht's schon nach München. Ich bin mir sehr sicher, die Mannschaft kann wieder auf eure Unterstützung zählen. Bis dahin, macht's gut.